Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Das ist ein geiles Halloween-Make-up, das ich hier für euch zusammengefilmt habe, wie ich es schminke. Und es ist angehaucht von Pennywise und so ein bisschen hat was von Dracula, aber ich denke eher in die Richtung Clown. Es ist so einfach, dieses Make-up nachzuschminken. Du brauchst echt wenig dafür. Es geht wirklich super schnell. Eigentlich ist es so in 5 Minuten fertig. Hättest du jetzt nicht gedacht, oder? Ich beginne mit meiner Foundation, die ich mir mit einem Pinsel auftrage, dass sie schön ebenmäßig wird. Und da ist sehr wichtig bei dem Look, dass sie gut deckt und long-lasting ist, wenn du den ganzen Abend auf einer Halloween-Party sein willst. Deswegen wähle ich hier diese von Maybelline, die ist echt richtig gut und die deckt extrem. Pennywise braucht natürlich einen strengen Look, deswegen binde ich mir jetzt die Haare erstmal zu einem richtig engen Pferdeschwanz nach hinten. Und dazu benutze ich so eine Wildschwein-Borstenbürste, weil die so richtig schön Glanz in die Haare macht. Und dann einfach mit einem Haargummi befestigen. Jetzt kommt das zweite Rot aus der Farbpalette. Die habe ich dir unten übrigens verlinkt. Und das ist so ein dunkles Rot, knallig aber noch, und gebe mir das einfach aufs ganze bewegliche obere Lid. Dazu wähle ich einen flachen Pinsel, einfach um die Farbe erstmal aufzubringen. Den Feinschliff machen wir nachher noch, also keine Sorge, wenn hier Patzer passieren. Ich verlängere das Rot von unten, vom unteren Lid, wie wenn du dir einen Eyeliner ungefähr ziehen würdest, nach außen hin. Und dann richtig auch bei mir über das ganze bewegliche Lid, weil ich ein bisschen Schlupflider habe, sonst würde man es gar nicht richtig sehen. Ich lasse aber noch einen Abstand zur Braue. Und du siehst hier bei meinem anderen Auge habe ich oben so einen kleinen Fleck, das ist vom Augenbrauenzupfen vorher passiert. Also das ist kein Farbfleck, stört ein bisschen hier das Bild, aber lass dich nicht davon ablenken, denn darauf kommt es jetzt nicht an. Als nächstes kommt ein Verblendungspinsel, also es muss ein fluffiger, lockerer Pinsel sein mit vielen Borsten, die nicht eng sitzen. Und dann so richtig schön die Ränder ausblenden. Wenn irgendwo zu viel Farbe ist, dann kann man das auch mit dem Finger abnehmen, so wie ich es gerade gemacht habe. Und ansonsten so richtig schön ausblenden auf beiden Seiten. Und du siehst, dass die Patzer sich verteilen, dass, wenn zu viel Farbe irgendwo war, es sich schön ausgleicht und da braucht man sich keine Sorgen machen. Jetzt versuche ich, dass es auf beiden Seiten gleich wird. Immer da nochmal hingucken, dass es auf derselben Höhe aufhört und auch schön nach unten ausblenden. So, auf das untere Lid gebe ich jetzt nochmal mehr Farbe, so richtig schön bis vorne und auch einmal bis rum auf beiden Seiten. Also richtig schön in den Augeninnenwinkel hinein. Um die Linie ein bisschen schärfer zu zeichnen, außen die Kante, gehe ich mit einem feuchten Wattestäbchen entlang. Und dann kommt auch schon der Eyeliner. Dazu nehme ich einen schwarzen Kajalstift, also Kohlstift, einfach ganz, ganz Standard. Und ziehe mir unten am Lid entlang und dann von unten heraus nach oben den Eyeliner. Also niemals von oben anfangen, sonst wird es nicht schön. Also immer von unten den Strich ziehen. Ich mache nur einen kurzen, denn ich finde, das passt zu dem Look hier besser. Und dann noch eine kleine Kante nach innen ziehen. Wir tragen sowieso gleich noch Wimpern, also von dem her, so arg wird man es gar nicht sehen. So, und jetzt kommt der geile Part, finde ich. Es macht richtig Spaß, mal schwarzen Kajalstift als Lip Liner aufzutragen. Und da nach innen am Herz etwas dicker
Dann kommt der rote Lippenstift oben drüber. Keine Angst, das wird gleich noch besser aussehen, als es jetzt tut. Richtig schön auftragen und jetzt wieder mit einem Wattestäbchen verblenden. Und zwar den schwarzen Kajal in den Lippenstift hinein verblenden. Ich finde, das macht so einen geilen spooky Look. Und nochmal mit Lippenstift drüber und du siehst, das Ergebnis ist dann echt geil geworden. Jetzt kommt der rote Streifen, dafür nehme ich einen Long Lasting Lip Liner einfach. Aber Long Lasting, dass es halt nicht verschmiert über den Abend hinweg oder wenn man schwitzt oder aus Versehen hinkommt, das kann ja auch passieren. Und den ziehe ich mir von oben am hohen Punkt der Augenbraue ungefähr auch bis ins Auge hinein, so dass wenn man die Augen zumacht, dass der Streifen auch zu sehen ist und versuche auf derselben Höhe unten rauszukommen. Oh, gepatzt, weg damit. Cool ist hier natürlich, wenn der Lip Liner von der Farbe zum Lidschatten passt. Ich habe dir alle exakten Produkte verlinkt, die kannst du unten finden. Und jetzt kommen die Wimpern und dann nehme ich sehr, sehr krasse False Lashes, die so richtig, richtig dicht sind. Aber zu Halloween passt es und dann kann man auch sowas einmal anziehen. Das ist der fertige Look. Was meinst du dazu? Gefällt er dir? Daumen nach oben, wenn dir das Make-up gefallen hat. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.